Sagen dann so, wie, ja genau, ich nehme Ihnen den Zettel mal wieder weg, den Sie da gerade ausfüllen. So, Herr Intosh, geben Sie mal den Zettel wieder her. Ja, Herr Intosh, geben Sie mal. Herr Intosh! Stardew Valley, Stardew Valley, Stardew Valley, Stardew Valley, Butch Bob, Butch Bob, Butch Bob, Butch Bob, Stardew Valley, Stardew Valley. Mit der Maikintosh. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Butch Bob 42 und der Maikintosh spielen Stardew Valley. Mein Name ist Bob. Und ich bin Butch. Und mein Mike ist Name. Und wir spielen Stardew Valley und wenn euch das gefällt, dann lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr hier keine weiteren Videos. Und wir haben Sachen vor. Wir haben, ja. Ich muss meine Musik noch mal ein bisschen leiser machen. Ich habe in den Aufnahmen festgestellt, dass das bei mir immer relativ laut ist. Du hast ein Loch im Keller, wollte ich dir mal sagen. Ein Loch im Keller? Ja, das klingt ist ein auf Loch. so vielen Ist das so eine Ebenen Metapher falsch. für irgendwas anderes? Ja, Tatsächlich deswegen nicht. sag ich ja, Nee, klingt es ist falsch. wirklich tatsächlich ein Loch im Keller. So, in den Steinplatten dazu drin. So ein kleines ja Loch. gut. Ist mir bisher noch nie aufgefallen. Ja, das sind so die kleinen Nuancen in dem Spiel. Du hast ein Loch im Keller. Ja, was haben wir hier heute vor? Wir haben zuletzt erfahren, oder wir wollen die goldenen Walnüsse noch. Ja, die Hier brauchen wir noch. ne? Und der Papagei hat uns gesagt, versteckt in den Seiten des Tagebuchs, der Tagebücher, wie auch immer. Und wir haben zuletzt nachgeguckt, wo man dann noch mehr Tagebuchfetzen findet. Achso, aber ganz wichtig für euch auch noch. Guckt Ja. mal in eure Sammlung, also Nein. im Inventar bzw. in der Sammlung und dann bei diesen geheimen Notizen, da sind ja auch die Tagebuchfetzen. Ja. Und ihr müsst den letzten Tagebuchfetzen, den ihr bekommen habt, müsst ihr euch auch definitiv einmal angucken. Ach, damit der nächste überhaupt kommt, oder was? Genau, also da stand bitte. irgendwie in dem englischen Wiki, ich weiß gar nicht, ob es im Deutschen auch war, dass wenn man das irgendwie nicht anguckt, dass es dann sein kann, dass man die irgendwie doppelt bekommt. Also dass Ja. das dann nicht weitergeht, so, ne? Also dass Also- wir da drum rumkommen. Ich habe Tagebuch Stück 1 und Stück 2. Die habe ich gerade mit dem Maus Ich hab bin ich 1 drüber bis 8. gehovert und ich habe sie angeklickt. Ich habe bis Stück 7 habe ich schon. Ich habe 1 bis 8. Oh, du hast die 8? Was steht in der 8 drin? Briefgeheimnis. Sag ich kann euch nicht nicht. sagen. Waffenverzauberung. Ach so, Äh, ja, für die Schmiede. Waffenverwauberung. Oh, das wird auch nochmal ein ganz, ganz großes Ding da oben. Das sind die fehlenden 65%. Bestimmt. Tatsächlich braucht man das da oben eigentlich gar nicht, um das Spiel zu komplettieren. Also ich hab ja das Spiel schon mal auf Perfektion gebracht und ich habe mit der Schmiede oben einfach gar nichts gemacht. Also dachte mir so, ich brauche den Scheiß nicht. Dann hat sich die Schmiede bestimmt Aber- hart gelangweilt. Bin zu alt für den Keim. Aber ich kann euch so schon sagen, ja, man kann halt nochmal seine Sachen nochmal ein bisschen verbessern. Ja. Also, verzaubern eben. Oder neu schmieden oder wie auch immer. Abracadabra. Ja, ansonsten, wir haben rausgefunden, Tagebuchseiten bekommt man durch Bäume fällen. Das waren relativ. Durch Vollmond. Ja, obwohl, das war nicht so ein krasser Prozentsatz, aber ging auf jeden Fall. Fischen hatten wir 8%. Ja. Ne? Monster waren 3,3% und diese, hier die Würmer, die Artefaktfundstellen, die sind 11%, glaube ich. Das war das häufigste. Deswegen, Ich krieg da immer nur Dreck. machen wir das hier mal auf der Insel. Ich krieg bei wir den auch. Würmern immer nur Dreck. Und. Und was mir vorhin noch eingefallen ist, Ja. wir haben ja noch. Wir haben ja zum einen Keys Ernte hier mit den Keyfrüchten, aber wir haben auch noch die Quest der mysteriöse Key. Also ich weiß nicht, Mike hat die glaube ich nicht, aber wir beide haben die Butch. Wo wir die 10 Rüben in den Kühlschrank Ja. vom Bürgermeister legen sollen. Ja, genau. Und wir haben jetzt die Ingwerinsel, wo wir alles anpflanzen können. Das heißt, wir können ja auch einfach Rüben anpflanzen. Das heißt, wir sollten Und das dann wirklich haben mal wir die. machen. Soll ich ein paar Rüben rüberschicken? Ja, mach mal. Oh, stimmt, Ja, wir haben schick die mal Junior-Kiste. Rüben rüber. Schick mal ein paar rüber. Ich hab darauf gewartet, dass man das auch versteht. Ähm. Ich muss mal gucken, wo sind die denn? Wenn dann im Lager beim Saatgut. Ich glaube, die heißen aber auch nicht Ich weiß nicht, ob sie Doch, Rüben doch. heißen. Doch, Früher- Rüben, früher- doch. Echt? Doch. Weil früher liefen die unter dem Namen irgendwie Rote Beete oder so. Und dann war das nämlich super verwirrend. Aber ja, das wär natürlich cool. Weil dann könnten wir das auch mal so langsam ein bisschen weiterführen. So, Bäume.
Ja, ansonsten, was habe ich hier noch auf meinem Zettel stehen? Gut, dass ihr Du sollst fragt. auf den Zettel draufschreiben, dass wir Rüben brauchen. Weil wir haben keine Rübensaat. Ich glaube, bei Sandy in der Wüste kann man die kaufen. Wir müssen Alles klar, dann bin ich mal kurz auf dem Weg in die Rüben Wüste. machen. Oh, hier sind ja so viele. Stimmt, wir brauchen die To-Go-Kiste auf der Insel eigentlich gar nicht mehr. Togo. Können ja alles in die Unimo-Kiste packen. Ja. Aber da passt halt auch nicht so viel rein, aber Oh, warte mal, ich hab mein Mausprofil hier irgendwie nicht richtig eingestellt. Das ist ein Haufen anderes Spiel eingestellt. nix da mit Rüben. Kaktussaat, Rhabarbersaat, Sternfruchtsaat und rote Betesaat. Ja, nimm mal rote Betesaat. Das ist nicht Rübe. Es gibt Bist du dir Rübe. sicher? Ja. Oh, Du kannst das ja, ist wenn natürlich du. nicht so cool. Wenn Ich kann die du natürlich zur Saat, ich kann die natürlich umwandeln. zu Saat. Stimmt. Was mache ich denn dann Hat jetzt? der Butch heute ein bisschen was zu tun. Dann suche ich jetzt einfach die Insel nach so Würmern ab und fäll Bäume und ja. Hafen. Ja. Ansonsten, ich habe mir letztes Mal irgendwas mit Synchronsprechern aufgeschrieben, aber wir wissen nicht Wo mehr, wir was alle es nicht damit mehr auf sich wissen, hat. was das ist. Ja. Genau, was ist ein Synchronsprecher? Jemand, der Synchron spricht mit anderen. der drüber spricht. Sind wir Synchronsprecher? Wir sprechen So nie oft, wie wir synchron. uns, so oft wie wir uns gegenseitig ins Wort fallen? Aber wir sprechen ja nicht synchron, wir fallen uns nur ins Wort. Ich wollte ihm sagen, das ist ja... Wenn wir uns zufällig ins Wort fallen würden und dasselbe sagen würden Oh, dabei, Dann, das wäre ganz schön synchron. dann wäre das so. Ich überlege gerade noch. Wo sind die Hier ist Rübe. Oh, Ich geil. mache aus der Rübe eine... Bei Pierre? Oder wie? Nein. Nein, Achso, wir haben Rüben, meinst du? wir haben Rüben. So, Und die packe ich jetzt in den es Saat. sind Rüben im Haus. Wie man sieht, sind Rüben im Haus. Oh, das ist Leo. Hallo. Wenn es regnet, kommen seltsame Vögel zu Besuch. Ich versuche sie, ja, aber sie fliegen weg. Ich glaube, sie wollen keine Freunde sein. So, Okay. Ich versuche sie zu essen, aber sie fliegen weg. dann mache ich jetzt mal ein paar Rüben Ja, mach das mal. Saat. Oh, hier. Ein verborgen in den Schätzen des Feuerbergs. Hat mir der Papagei eben noch gesagt. Also es ist wirklich in so einer Truhe anscheinend. Mal gucken, ob er mir jetzt dasselbe nochmal sagt. Ja, eins verborgen in den Schätzen des Feuerbergs. Das heißt, Alles klar, das Alter. fehlt wohl noch. Vulkanballern. Ich stehe gerade zufällig Ballern, vor der ballern, ballern. Tür des Vulkans, aber ich weiß, wenn ich da alleine reingehe, bin ich tot. Dann Ja, ich empfehle ich dir, das bereite nicht zu mich. tun. Ich bereite mich mal hier Ach, auch so gleich einfach vor. ist das. Ja, Oh, Geh halt einfach nicht rein. dann tu's halt nicht. Ich habe für Biologie nicht gelernt. Was mache ich jetzt? Schreib die Ich Prüfung bringe einfach ein bisschen Zeug weg. Und dann komme ich einfach auch zum Vulkan, würde ich mal sagen. Gut, dann bleibe ich einfach hier, laufe hier so ein bisschen rum. Mach hab das. ich habe hab heute so dämliche Schülerwitze gelesen. Moment, kurze andere Sache. Mike, hast du einen Glücksring an deinem Finger? In-game. Ich habe einen Glühsteinring, aber kein Glücksring. Okay, dann werde ich dir jetzt einen Glücksring mitbringen. Gut, bring ihn mir mit. Dann schiebe ich ihn auf und dann kann ich länger, was? Nee, aber dann ist Wahrscheinlichkeit auf Dingens höher. Ah, hab dann, einfach- dann verwechsel Haben ich wir das einfach mit einem so anderen lange Ring. nicht aufgenommen, dass ich einfach die Steuerung in diesem Spiel vergessen habe? Oder was hier los ist? Ja, wir haben jetzt Junge, bestimmt das ist ja richtig schlimm. so ein paar Tage. Ja, wir haben, glaube ich, einen Monat oder so haben wir schon Ja, nicht wir haben mehr jetzt schon eine aufgenommen, ganze ne? Weile nicht aufgenommen, das stimmt. Das ist echt krass. Ich kenne euch gar nicht mehr. Wer seid ihr überhaupt? Was macht ihr hier eigentlich? Weil wir sehr. Luxusgeschwindwachs. So. Ich habe hier ein bisschen Ingwer gefunden. Kann ich den, der scheint wild zu wachsen. Kann ich den einfach Ja. mal abernten und in die Tasche stecken? Kannst du, ja. Damit ich was zum Essen habe, damit ich nicht am Sterben dran bin? Oh, ich So. bring schön Joja-Cola Ich wollte jetzt mit. die Rüben zu euch hinbringen. Oh, ich bring noch Ginger Ale mit, Mike, weil das boostet nochmal schön unser Glück. Dann hau ich hier mal, warte mal, Angel brauche ich nicht. Das Ale des Brauche ich Gingers. auch nicht. Obwohl, nee, Gießkanne brauche ich ja im Vulkan. Ich muss ganz ehrlich Axt sagen, brauche ich finde nicht, diesen, Sense brauche ich nicht. ich find diesen blauen Vogel hier, der auf der Insel an diesem Bananenstand ist, ne? Den finde ich hart Ach ja, der gruselig, Inselhändler. weil er da steht und tanzt. Ja, der freut sich. Kinders, wir haben gar keinen Platz für die Links, Rüben. links. Links und nee, hier oben ist schon angepflanzt.
Aber links müsste eigentlich noch so ein paar Felder müssten frei sein. Ja, wow. Vulkan. Auf zum Vulkan. Wow. Ja, irgendjemand hat ja so eine komische Insel-Quest angenommen und wollte 100 Tarot-Wurzeln mal eben schnell mal machen. Ja, das war ich. Richtig. Richtig. So, Mike, wo bist du denn? Bist du schon so richtig drin? Ganz tief. Nein, ich bin noch gar nicht reingegangen. Ich bin jetzt. Ach so, hä? Okay, ich bin nämlich gerade im Vulkan drin. Du bist würd dir dann ein bisschen- Vulkan. Warte, ich komme Ich da würde jetzt dir ein hin. bisschen Zeug hinschmeißen. Oh ja, Zeug. Ich komme angelaufen. Hey. La 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 la. Ah, was ist So, denn ich bin drin. Da, guck mal, nimm dir mal erstmal Oh. den Ring, den musst du mal anlegen. Weil dann ist erstmal schön. Habe ich geboostet. gemacht. Dann Du schnapp willst dir mich mal aber das nicht mit dem Baguette. Brot verhauen, oder? So, dann hier Ginger Ale, kannst mal direkt einen Schluck nehmen. Genau. Mein Muskelus are getting bigger. So, erstmal direkt ein bisschen mehr Glück. So, los geht's hier. Los. Also, in den Schätzen des Vulkans. Das heißt, wir müssen wirklich diese Truhen öffnen. Finden und öffnen. Das heißt, wir müssen Oh. wir T-Bone. sollten die, Boah, Schlackescherben. die Ebenen also uns ordentlich angucken. Schon so. Krass, meine Energie ist relativ weit unten schon. ihr Durch hier das eigentlich- Gießen vorhin. Wieso ist jetzt hier eigentlich eine Brücke? War hier nicht vorher nur Lava? Ja, Habt ihr die Brücke gebaut? dann konnte man die Brücke da hinsetzen. Okay. So, schauen wir doch mal. Weil sonst hätte man doch bestimmt da auch links und rechts entlang gehen können, um zu gucken, ob da noch irgend so eine geheime Ebene ist, wo ein Schatz sein könnte. So, You was know geht's what hier? I Komm mean? her, du Feuerding. Komm, Oh Gott. Schlackescherben. hab schon Alter, jetzt kriegen wir. Hier, die Teile. Da können auch goldene Walnüsse prinzipiell drin sein. Oh, ich habe das Ding immer für irgend so ein Deko-Ding gehalten, das man nicht zerstören Nee. kann. Das ist quasi wie die Fässer so in den Minen. Ich verstehe. Alter, ich krieg nur Schlackescherben gerade von den Monstern. Ist das gut oder schlecht? Das ist richtig gut. Schlackescherben sind richtig nice. Boah, ey, wirklich jetzt. Krass. Also richtig Glück, oder was? Anscheinend. Nice. Vielleicht haben wir ja so schon Glück heute. Das wäre Ja, krass. wahrscheinlich. Boah, direkt 2 Megabomben hier von dem einen Wahrscheinlich. I bekommen. Krass. Okay. Das sieht doch erstmal hier alles ganz gut aus. Auch wenn wir schon 23:10 Uhr haben. Egal. Nur die Harten kommen in den Vulkan. Habe ich mal gehört. Tanz in den Ey, Vulkan. wieder Schlackescherben, krass. So richtig harte Menschen haben ja auch meistens irgendwie so einen Lieblingsfußballverein. Ach du Scheiße. Und ich musste da letztens drüber nachdenken, dass es sich mir nicht ganz erschließt, wie man Fan von einer, nicht nur Fußballmannschaft, sondern allgemein von einer Mannschaft so sein kann, über ganz, ganz viele Jahre. Okay. Weil die Mannschaft, also die Spielis tauschen sich ja komplett aus, so über den Zeitraum. Oh, okay. Weißt du? Und Verstehe, dadurch was du- ist es was halt du ja gar nichts Ein mehr. Mit, Drachenzahn. Ich muss heute, Entschuldigung, dass ich unterbreche. Ich muss, glaube Alles ich muss so viel Glück gerade haben. Das ist ja der Wahnsinn. So, kann ich nachvollziehen. deswegen was hat es du ja gar nicht, meinst. wenn du jetzt als Kind quasi in den Jahren 97 oder 96, 97 irgendwie bist du Fan von FC Bayern München und 10 Jahre später ist ja keiner mehr aus dieser Mannschaft irgendwie noch davon da. So. Ja, Und ich vor allem verstehe, in so wenn einer man Mannschaft irgendwie- wie Bayern München sowieso nicht, wo die sich einfach nur die besten ja auch Spieler nur ein zusammen Beispiel. kaufen. Ja, das ist genau, aber das schlägt ja einerseits damit rein, das ist ja erstmal völlig egal, was du bist ja erstmal Fan auf einer ganz persönlichen Ebene, weil du die Leute irgendwie so cool findest. Ja, kann sein. Also So. ich habe ich kann Fußball nichts abgewinnen. Noch Ich nie. auch nicht, aber jetzt zum Beispiel auch andere, es gibt ja andere, ob das nur Handball ist, ob das Basketball ist ja scheißegal. Aber im Endeffekt bist du ja dann nur noch ein Fan davon, wie es eine Mannschaft schafft, immer wieder entweder erfolgreich oder nicht so erfolgreich neue SpielerInnen anzuwärmen. Also ist man Hast dann du eigentlich gerade- nur noch hast ein du- Fan vom Management? Hast du gerade gegendert? Wir gendern schon Wir immer. gendern die ganze Zeit. Meistens sagen wir zwar mit Seitdem wir das Y, Gendern ja. von Fettberg kennen. Ja, Fettberg. Fettberg. Das sind halt
Spielis. Spielis. Alles mit Y. Ich finde, wenn man so gendert, wenn man jetzt sagt SpielerInnen zum Beispiel, Nee, das mag ich nicht. dann, das funktioniert nur so lange, wie man wirklich sagt SpielerInnen. Wenn man sagt SpielerInnen, dann höre ich nur noch Spielerinnen und dann fühle ich mich Ja. nicht angesprochen. Ist wirklich so, ohne Scheiß. Warum habe ich einen Black Screen? Ah, okay. Ich habe übrigens auch 4 Schlackescherben gefunden. Ja, Sehr richtig gut. nice. Die Eine sind für die Jedenfalls hat das Schmiede ja später vom Monster- sehr, sehr wichtig. Jedenfalls hat das ja mit der Mannschaft, die man einst so kannte oder mit dem man sich eigentlich so angefreundet hat, gar nichts mehr zu tun. Deswegen kann ich es total verstehen, wenn man jetzt irgendwie so Tennis mag oder wenn man Snooker oder was auch immer, irgendwie so Einzelspieler okay. Ja, Sportarten. Ja, kann ich folgen. Das kann ich viel mehr nachvollziehen und finde ich auch viel interessanter, das zu beobachten. Ich meine, man kann natürlich auch Fan von einem einzelnen Fußballspieler oder Fußballspielerin sein, weißt du? Und dann gucken, wohin wechselt die jetzt, zu welcher Mannschaft kommt die jetzt und so weiter. Und wie sie sich da irgendwie mit der innerhalb des Teams irgendwie Tun, geben, machen. Genau. Das kann ich schon eher verstehen, aber immer von so einer Mannschaft, egal was ist. Da war jetzt in Berlin ja auch das Ding, haben ja immer hier Hertha Union, diese Verfeindung, die halt absolut Oh ja, keinen Sinn ergibt. völlig albern. Und es ist jetzt wohl bei Hertha, ist da jetzt wohl als, ich weiß nicht, ob als Trainer oder sonst was, ein ehemaliger Unionsspieler da. Und der wird halt richtig krass angefeindet, wo ich mir denke, habt ihr eigentlich Lack gesoffen? Also, Ja, ich glaube, Fußball bedeutet eine Mannschaft. Bis ich Ja. sterbe. Fertig. Teil des Schiffs, Teil der Crew. Ja, jedenfalls, aber ich denke mir auch so, also eigentlich ist man doch dann nur, also wie du es vorhin gesagt hast, man ist doch eigentlich dann nur noch Fan vom Management, oder? genau. Man ist ja nur noch Eigentlich Fan schon, ja. davon, okay, das Management kriegt es hin, die Spielis anzuwerben oder weiß ich, so dass die halt dann gewinnen. Oder Ja. obwohl Nagelmensch. wahrscheinlich ist es zu pauschal, weil man müsste ja dann auch, wahrscheinlich müsste man auch Fan vom Trainer sein, bei der die Ja, Mannschaft die werden in ja dem aber auch. Sinne- Na, und das ist halt dieses Trainer-Ding, die werden ja andauernd gewechselt, weil es wird dann Stimmt, gesagt, ja, der stimmt. hat es ja nicht geschafft, die Mannschaft zum Sieg zu führen, also wird er jetzt das finde ich auch rausgeschmissen. komisch irgendwie. Wo ich mir denke, ja, also, nee. Und das Geile ist ja, dass die meisten, die den Sport Ginger Ale, selber Ginger Ale machen, trinken. die sagen ja selber auch, ja, es ist mal, wenn du auf dem Platz stehst, kannst du noch so viel trainiert haben, so, das ist immer nur eine Vorbereitung auf das, was kommen könnte. Aber selber auf dem Platz zu stehen und dann wirklich diesen Druck auch zu haben, gerade wenn du da Ja. sonst was wie viel Dutzend tausend Leute um dich herum hast, ja, das verändert halt alles irgendwie. Ja, ist ein anderes Paar Schuhe einfach. Ja, na klar. Und von außen kann man ja immer schön auf der Couch sitzen oder so oder auch im Stadion sein, so. Ich hätte das so gemacht. Ja, Den hätte ja sogar meine Oma gemacht, ne? Ich hätte das Ding reingemacht. Meine Oma. Ja, schwierig. Also habe ich tatsächlich noch nie so betrachtet, dass ja Mannschaftssport oder Fan von einer Mannschaft zu sein, ja. dass das, ja, Ja, das kam mir nämlich auch, war ich eigentlich ganz stolz auf den Gedanken, weil ich da so auch noch nie drüber nachgedacht hatte. Schlackescherben. ja Mann. Ich habe 2. Oh. Ich glaube, ich habe auch 2 bekommen. Oh, nochmal welche. Voll hier in den Taschen, Alter, das regt mich so auf. Krieg die nicht leer gerade. Ja. Oh, hier ist nochmal so ein Teil. Gar nichts drin. Roms. So. Ja, ansonsten, ich guck gleich mal auf meinen Zettel, ob ich auch ein Thema habe. Oh shit, ja. Krobus Sprinkler habe ich natürlich immer als Thema. Aber, anderes Thema. Thema falsche Vokabeln, wenn man eine Fremdsprache lernt. Oh. Ja. Es trug sich zu, dass eine Bekannte von vielen mir Jahren. ist Spanierin und kann eigentlich ganz gut Deutsch, ne? Aber jetzt halt nicht auf Bueno Muttersprachler-Level oder so. Und wir hatten eine Grillparty. Sie hat auch dann dabei, ne? Und dann ging es darum, ja, wie machen wir das ganze Konzept dieser Grillparty und so.
Und der zu sich eingeladen hatte, der hat dann gesagt, naja, wir könnten es ja dann so machen, dass halt jeder irgendwie ein bisschen auch was mitbringt, was er halt auch selber gern isst und so, ne, weil dann ist halt auch für alle einfach gesorgt. Ja. Und ich hatte halt in den Chat, also wir haben uns natürlich auf Englisch unterhalten, aber ich habe halt in den Chat trotzdem das Wort Grillat geschrieben. Also, dass ja jeder sein eigenes Grillat mitbringen könnte. Oh mein Gott, ey. So, für die es nicht wissen, Grillat ist einfach ein Wort, was ich vom Florentin Will aus einem Moin Moin übernommen habe, als er darüber gesprochen hat. Also das ist ein Wort, das es natürlich nicht gibt im Deutschen. Ja. Und wenn, dann ist es ein Neologismus. Und alle in dieser Gruppe, also alle anderen sind halt deutschsprachig. Ja. Und haben halt dieses Wort natürlich einfach so angenommen, haben aus dem Kontext heraus geschlossen, okay, das ist halt das Grillgut, das ist ja eigentlich das richtige Wort, und wussten alle Bescheid. Und sie hat das für sich halt auch so aufgenommen, und hat es wusste dann natürlich ernsthaft Bescheid. Ja, und hat dieses Wort dann ernsthaft so benutzt, so im serious Kontext. Also sie hat dann wirklich so Grillat als Wort benutzt, als wäre es ein richtiges, vernünftiges Wort. Ich fand das so unglaublich lustig, wo ich mir dachte, Alter, das ist super, das ist super. Also ich habe ihr dann natürlich gesagt, ey, das solltest du natürlich nicht irgendwo mal in einem ernsthaften Kontext versuchen zu benutzen, weil es ist halt kein offiziell richtiges Wort. Hast du dir halt einfach mal so eben ausgedacht. Und sie Oder meinte geklaut. aber, ja, es klang für sie aber halt so völlig sinnvoll. Also Grill, ne? Ja, es klingt ja auch. Und wenn man weiß, was es sein soll, dann klingt es auch. Genau, und das halt diese Nachsilbeart, also du hast ja auch zum Beispiel Granulat oder... Salat. Ja gut, Salat ist jetzt kein gutes Beispiel. Doch, das endet mit AT. aber also es ist halt ein Suffix, eine Nachsilbe. Ein Suffix, eine Nachsilbe, die es halt im Deutschen gibt. So, und deswegen hat sie das halt so, ja, das muss ja dann stimmen. Ja, wie in Und ich Salat. fand das so unglaublich lustig. Und das hat jetzt ein Kumpel, da warst du nicht dabei, Butch, aber das hat ein Kumpel bei einem argentinischen Kumpel wiederum ähnlich gemacht. Er hat halt gesagt, also der deutsche Kumpel hat gesagt, er geht auf den Pott. Also aufs Klo. Auf den Schacht. Porzellanbus fahren. Und dann hat dieser argentinische Kumpel von uns halt gefragt, ja, was soll denn das sein, Pott und so. Und dann hat er ihm halt erklärt, ja, es ist das Klo. Mhm. Und dann hat er so, okay, ja, cool. Okay, Klo. Das heißt also Pott. Kaffee, okay. Und jetzt benutzt er wollte dieses Wort dann halt so normal benutzen, als ob das einfach nur ein stinknormales Synonym für die Toilette wäre. Mhm. Und wir ihm dann so gesagt, ja, nee, du sag das lieber nicht, wenn du irgendwie mit anderen Leuten außer deinen Freunden unterwegs bist. Also, das ist schon sehr, sehr umgangssprachlich. Fast schon flätiges Wort, ne? Ja. Unflätig. Aber deswegen fand ich das so unglaublich lustig. Ich hab eine Drachenzahnmachete. Ein Schwert Stufe 13. Das ist genauso wie das Galaxieschwert. 75 bis 90. Das macht mehr Schaden. Ui. Moment. Das ist besser. What? 60 bis 80 Schaden. Plus 4 Geschwindigkeit. Und die Drachenzahnmachete 75 bis 90 Schaden. Plus 50 kritische... Achso, es ist nicht ganz so schnell. Aber das nehme ich erstmal. Deswegen mein Beitrag zum Thema in Anführungsstrichen falsche Vokabeln sehr gut lernen. Vielen Dank für deinen Wortbeitrag, Bob. Ich würde auch gern Menschen kennen, wenn ich so einen Quatsch beibringen kann, weil sie die Sprache noch nicht so zu 100% drauf haben. Adoptier einfach ein Kind. Dem kannst du richtig viel Quatsch beibringen. Das stimmt. Das stimmt. So richtig. Ich könnte auch einfach ein Kind machen mit einer Frau, die mich mag und die ich mag und dann... Ich wollte jetzt nicht voraussetzen, also ich wollte jetzt nicht mutmaßen, dass das der ultimative Plan sein muss. Ne, also ja, stimmt. Aber ich sehe keinen Sinn darin, einfach mit irgendwem Kinder zu machen, nur damit ich denen Quatsch beibringen kann. Und die Kinder wahrscheinlich dann nie sehe. Moralisch bedenklich, aber naja. Aber naja, hat halt Spaß gemacht.
Oder wenn du ein Kind adoptieren willst und so weiter. Ja, warum wollen sie denn ein Kind adoptieren? Ja, ich möchte ihm Quatsch beibringen. Ich habe es leider nicht geschafft, ein eigenes Kind auf die Welt zu setzen, weil ich in allem versage, was ich anfasse. Aber ich dachte mir, ein Kind adoptieren ist bestimmt Richtig eine gute gute Idee. Und die sagen dann so, ja genau, ich nehme Ihnen den Zettel mal wieder weg, den Sie da gerade ausfüllen. So, Herr Intosh, geben Sie mal den Zettel wieder her. Ja, Herr Intosh, geben Sie mal. Herr Intosh! Das ist großartig. Wie sieht's denn aus? Kann ich euch hier ein bisschen Sashimi klauen aus der Kiste? Ja, take away. I Was take geht's? away 10 times. Oh, Alter, 100 Schaden einfach gerade gemacht. 92. Okay, also diese Drachenzahnmachete, die gefällt mir. Wie gesagt, die ist nicht ganz so schnell wie das Galaxieschwert, aber Schnell. Hi, aber na, schon hi, geil. na. Du störst mich beim Essen. Sorry. Ich esse immer noch. Komm mit. Ich komm mit. Ich habe einen Job für dich. Gib mir einen Job. Einen Job. oh, ich kriege hier die ganze Zeit diese dummen Keybohnen, aber ich will doch eigentlich goldene Walnüsse. Wo führen Sie mich denn hin? Ich kenne einen Ort, der ist ganz warm. Und da kannst du hast doch Okay. okay. Und du hast doch ein Hä? Du hast Hä? doch ein Schwert. Hier ist eine Damit- unsichtbare Barriere. Damit musst du ganz viel wedeln. What the fuck? Bam, 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 bam. Yo! Okay, also das. Gut, ihr habt es ja jetzt gesehen, weil ich werde da hinschneiden. Aber hier war gerade ohne Witz eine unsichtbare Alpha-Wand. Alpha-Wand. What the fuck? Okay. Und wie gefällt's dir hier, Und Butch? Ist schön hier, Oh, ist oder? richtig schön warm. Ja. Also hier wedel ich gerne mit meinem Schwert rum. Bin gerade auf Ebene 4. Ah, Macht ja nichts. kannst du ja nichts für. Du, wir mögen dich trotzdem. Ich habe einfach hast alles 28 versucht. Schlackescherben. What the fuck? Warum kriegen wir denn auf einmal so viel Schlackescherben? Jetzt beschwer dich mal noch. Bescherbe Hier dich. ist total geil, aber Bescherbe dich. wir haben noch vorher nicht so viel bekommen. Waren ja auch nie hier. Ja, du warst doch oft hier. Ja. Hast dir etwa keine Mühe gegeben, oder was? Scheinbar. Also, Oh, apropos scheinbar. Das wollte ich schon seit so vielen Folgen mal erzählen. Unterschied Jetzt scheinbar unter- und anscheinend. jetzt, Genau, scheinbar und anscheinend. Los geht's. Da gibt's einen Unterschied. Ja, da gibt's einen Unterschied. Also, Kennen ja. den Unterschied? Also theoretisch machen das ganz viele ganz doll falsch und eigentlich ist es so ein Ja, Macht Sinn und ergibt Sinn Ding, scheinbar. weil es ist einfach scheißegal. Ist es scheißegal? Hey, Scheinbar. ganz ehrlich, Es ist die scheinbar Leute benutzen es scheißegal. halt, die Leute benutzen es Ja. so, wie sie Bock haben, also ist es mittlerweile weiß. einfach scheißegal. Aber es ist halt, wenn man den Unterschied kennt, Ist es nice to know und mehr ist nicht. es wirklich nice to know. Ja, okay, erzähl mal jetzt. Bin ich Also geil. anscheinend Achso, ist ja. halt wirklich etwas, wo es auch wirklich Indizien für gibt. So. Bob hat Stardew Valley schon zu 100% durchgespielt, also ist er anscheinend sehr gut in dem Spiel. Hm. So. Wenn du jetzt aber jemanden siehst, der müde ist, ja, Mir geht's du siehst jetzt tagsüber jemanden und der ist irgendwie müde und dann sagst du so, ah, guck mal, wie müde der ist. Ja, scheinbar war der gestern noch in der Disco und hat viel zu lang gemacht und bestimmt auch noch Strom genommen. Alles also- auf einmal. Weißt du, also es könnte ja sein, aber es ist eher unwahrscheinlich und du hast gar keine wirklichen Beweise dafür, so, sondern du kennst halt bloß einen Fakt und versuchst daraus schon irgendwie zu schließen. Also Also, es ist unwahrscheinlicher. Also scheinbar bedeutet, du hast tatsächlich mehr Indizien und bist dir sicherer oder andersrum? Das Auch andersrum. anscheinend. Ah. Genau. Ganz einfach quasi. Scheinbar, es sieht so aus, ist aber nicht so. Anscheinend, es sieht so aus und es ist so. Ah. Da bin ich ja mal gespannt, ob ich mir das lange merken kann. Ja, aber wie gesagt, die Leute benutzen sowieso, also jetzt ganz Weil sie ihre streng genommen eigene benutzen Sprache die meisten nicht Leute es kennen. falsch. Ja, mein Gottchen. Kann er wohl mal die lebt eigene und so. Sprache lernen. Also, Wenigstens ein da paar finde ich, Sachen. gibt es deutlich schlimmere. Also ich Sachen. bin froh, dass ich jetzt endlich weiß, wo der Unterschied zwischen gleich und ähnlich ist. Nein, nicht gleich und ähnlich, sondern gleich und gleich und dasselbe und das gleiche, ja. Ja, also es können mehrere Shirts mehrere Leute das gleiche Shirt anziehen. Dasselbe Shirt können mehrere nur anziehen, wenn es groß genug ist, dass beide gleichzeitig reinpassen.
Ah, es hat gebumst. Ja, Boah, richtig that's what gebumst. she said. Richtig gebumst. Ich bums hier ein bisschen durch den Vulkan. Ich finde das so lustig, es gibt da so eine Videoaufnahme von früher. Weiß ich nicht, wann das war, 1960, 70, 50, keine Ahnung. Das sind Sportlehrer in so einem Sportraum mit mehreren Leuten, also Kindern, und sagt denen, wir wollen nicht bumsen. Wir wollen nicht bumsen, dass die Lampen unten von der Decke fallen. Und was er damit natürlich meint, ist, wir wollen nicht stampfen. Ah, ja. Oh, ich habe die lokale Magmasprenger-Population. Ja, habe ich eben auch gesehen. Voll gut. Magma. Haben wir irgendwas Cool. verkauft? Das Ja, werden wir. Käse. Ziegenkäse. Anscheinend. Kiegenzäse. Anscheinend. Nee, doch, ja, anscheinend ist sogar richtig. Und normalen Ziegenkäse. Käse und Mayonnaise. Mayonnaise. Und Also alles, Ente. was man so. Okay. Ja, nice. Ach, hier steht gealterter Super-Seegurkenlaich und ich habe gelesen gealterter. Verstehst du? Von Aal. Gealterter Lava-Aalleich. Gealterter Geil. Lava. Gealterter Lava-Aalleich. Gealterter Lava-Aalleich. Okay, diese und andere Zungenbrecher gibt es anscheinend. Hatten wir nicht Auch mal so in einen den Zungenbrecher nächsten der Folgen. Woche irgendwie eingeführt? Das hat sich aber keiner dran gehalten. Nein. Haben wir wahrscheinlich schon in der Ihr gleichen wolltet- Folge ihr wo- vergessen. Ihr wolltet sogar... Nee, in derselben. In derselben. Ihr wolltet okay. sogar, dass ich das bei mir weiterführe mit dem Zungenbrecher. Ja, na toll. Ja, na toll. Gut. Dann, wir haben einfach kein Tagebuchfetzen gefunden. Ja. Wir haben ganz allerdings erfolglos. super Lame. viele Schlackescherben. Nicht lame. Und wir wissen, dass wir wirklich in diesen Truhen im Vulkan halt anscheinend suchen müssen. Weil da ist definitiv noch eine goldene Walnuss, sagt der Papagei. Geil. Das werden wir nächste Woche versuchen. Bis dahin Das müssen wir guckt aber ihr noch bitte mit bei dem der. Mamagei absprechen. Papagei recht hat. Okay, das schneide ich raus. Nein! Es ist nicht cool, wenn in die Abmoderation geredet wird. Entschuldigung. So. Nein, alles gut. Es ist Mamagei. Abmoderation im Haus. Es ist Abmoderation. So, genau, das machen wir nächste Woche. Und bis dahin guckt ihr bitte bei der Macintosh auch vorbei. Schön Stardew Valley ballern die ganze Woche, denn da kommt jeden Tag eine Folge raus. Oh yes, mein Muskel. Und wir Ein sehen UFO. uns dann. Achso, ja, Sorry. stimmt. UFOs mein gibt's ja. Muskles. Und dann sehen wir uns nächste Woche hier, wenn wir wieder schön Vulkan ballern. Geil. Mein Muskles. Tschüss. Tschüss. Gut. Tschüss.